Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Unter der Erdoberfläche liegt ein verborgenes Reich. Eine Kathedrale aus glitzerndem Stein, uralten Strukturen und etwas anderem. Etwas, das niemand erklären konnte. 3 perfekt positionierte Säulen standen Wache, mit unmöglicher Präzision gemeißelt. Ein Beweis dafür, dass jemand oder etwas lange vor uns hier war. War es eine vergessene Zivilisation? Eine Botschaft aus der Vergangenheit? Oder etwas, das wir nie finden sollten? Diese Höhle, die seit über einer halben Million Jahren vergraben ist, könnte Antworten auf Fragen enthalten, die wir nicht einmal zu stellen wagten. Das ist keine Fiktion, das ist real. Und wir sind dabei, hineinzugehen. Die Veryovkina-Höhle, tiefer als die Dunkelheit, seltsamer als die Fiktion. August 2021. Tief im Kaukasusgebirge nähert sich ein russisches Forscherteam dem Eingang zur Veryovkina-Höhle, dem unzugänglichsten Abgrund der Erde. Zunächst schien alles Routine zu sein. Seile, Klettergurte, Überprüfung der Ausrüstung. Aber dann sahen sie etwas, das sie erstarren ließ. Ein einziges Seil hing bereits über die Kante und verschwand in der reinen Schwärze. Niemand sollte dort sein. Kein anderes Team hatte einen Abstieg gemeldet. Also, wer war vor ihnen hineingegangen? Bevor wir verraten, was sie gefunden haben, sollten wir über die Höhle selbst sprechen. Denn sie ist nicht nur tief, sie ist rekordverdächtig. Die Veryovkina-Höhle fällt schwindelerregende 2212 Meter tief in die Erde. Es dauerte Jahrzehnte, mehr als 30 Expeditionen und Generationen von Forschern, um endlich den Grund zu erreichen. Dieser Teil des Kaukasus liegt nur 15 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt und ist von Kalkstein durchzogen, das perfekte Rezept für riesige unterirdische Welten. Tatsächlich befinden sich hier 4 der tiefsten Höhlen der Welt, die sich alle unter einem trügerisch ruhigen Waldboden verbergen. Doch die Erkundung der Veryovkina ist nichts für schwache Nerven. Der Abstieg dauert mehrere Tage und führt durch enge Schächte, eisige Wasserfälle und pechschwarze Höhlen, die so groß sind, dass sie Häuser verschlucken könnten. Und dann sind da noch die Überschwemmungen. 2018 war das Team des russischen Höhlenforschers Pawel Demidov fast verloren, als sintflutartige Regenfälle die Tunnel überschwemmten. Sie entkamen nur, indem sie an Seilen hochkletterten und gegen eine reißende unterirdische Strömung anschwammen. Zurück ins Jahr 2021. Als das Team tiefer in den Abgrund hinabstieg, hörte das geheimnisvolle Seil nicht auf. Es war nicht verheddert, es war nicht aufgegeben, es war frisch. Und es führte sie fast einen ganzen Kilometer unter die Erde, wo sie eine vermisste Person entdeckten. Veryovkina ist ein Ort, an dem Wunder und Gefahr Hand in Hand gehen. Sie erinnert uns daran, dass die Erde noch immer Geheimnisse birgt, die wir uns kaum vorstellen können. Aber diese Geheimnisse haben ihren Preis. Für jeden Nervenkitzel gibt es ein Risiko. Für jede Entdeckung eine Entscheidung. Wenn es Sie also in die Tiefe zieht, sei es in Höhlen, Berge oder Meere, denken Sie daran, Neugier ist stark, aber Vorbereitung ist wichtig. Unterschätzen Sie niemals die Kräfte der Natur. Respektiere das Unbekannte. Rüste dich klug aus und erkunde nie allein. Die Höhlen von Lascaux, wo prähistorische Hände noch flüstern. Frankreich Lascaux ist eine der berühmtesten prähistorischen Höhlen der Welt. Die Höhle in der französischen Region Dordogne ist ein unglaubliches Fenster in das frühe menschliche Leben. Eine verlorene Zivilisation, die vor Zehntausenden von Jahren existierte. Ihre Wände sind mit einigen der beeindruckendsten und detailliertesten Höhlenmalereien bedeckt, die je entdeckt wurden, und geben uns einen Einblick in die Kreativität und Kultur von Menschen, die lange vor der geschriebenen Geschichte lebten. Die Höhle wurde 1940 zufällig entdeckt, als 4 Jungen und ihr Hund in der Nähe der Stadt Montignac auf sie stießen. In der Höhle fanden sie riesige Malereien von Tieren, die in leuchtenden Farben wie Rot, Schwarz, Gelb und Braun gezeichnet waren. Diese Malereien, die etwa 17.000 Jahre alt sind, waren eher komplexe Kritzeleien. Sie wurden sorgfältig geplant und nutzen oft die natürliche Form des Felsens, um den Tieren ein Gefühl von Bewegung und Tiefe zu geben. Die Hauptkammer ist gewaltig, 20 Meter breit und 5 Meter hoch, und zeigt mehr als 600 Malereien und 1500 Schnitzereien, was sie zu einer der größten prähistorischen Kunstgalerien macht, die je gefunden wurde. Die Kunstwerke umfassen riesige Stiere, Rottweiler, Pferde, Hirsche und sogar einige mysteriöse Kreaturen wie ein sogenanntes Einhorn. Einer der Stiere ist satte 5 Meter lang
und damit eines der größten Gemälde aus dieser Zeit. Es gibt sogar eine seltene Szene am Boden eines Schachtes, die eine Geschichte erzählen könnte. Manche glauben, dass es sich um einen Jagdunfall handelt, während andere glauben, dass es mit spirituellen Ritualen zusammenhängen könnte. Der Grad der Kunstfertigkeit und des Denkens, der hinter diesen Kunstwerken steckt, ist erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, dass sie vor über 17.000 Jahren entstanden sind. Als die Höhle 1948 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, zog sie riesige Menschenmengen an. Bis zu 100 Besucher pro Jahr. Leider führte dies zu großen Problemen. Die Hitze, das Licht und die Feuchtigkeit der Besucher begannen, die Kunstwerke zu beschädigen. Algen, Bakterien und Kristalle begannen an den Wänden zu wachsen und die leuchtenden Farben begannen zu verblassen. Um die Gemälde zu schützen, wurde die Höhle 1963 für die Öffentlichkeit geschlossen. Wissenschaftler haben hart gearbeitet, um die Schäden zu beheben, und sie überwachen die Höhle weiterhin, um sie sicher zu halten. Wenn Sie den Zauber von Lascaux erleben möchten, können Sie Lascaux 2 besuchen, eine in der Nähe errichtete Nachbildung. Hier können die Besucher eine perfekte Nachbildung der Originalkunst sehen, ohne die Höhle zu beschädigen. Die Malereien von Lascaux sind nicht nur Kunst, sie sind eine starke Verbindung zu den frühen Menschen, eine Erinnerung daran, wie kreativ und fortschrittlich unsere Vorfahren waren, selbst in einer Welt, die sich so sehr von der heutigen unterscheidet. Die Höhle von Altamira, die antike Galerie, die die Geschichte der Menschheit veränderte. Altamira, eine Höhle in Nordspanien, ist eines der unglaublichsten Zeugnisse einer untergegangenen Zivilisation, versteckt in den Hügeln Kantabriens, nur 19 Meilen von der Stadt Santander entfernt, birgt sie atemberaubende Malereien und Gravuren, die Tausende von Jahren zurückreichen. Diese Kunstwerke und Artefakte zeigen, wie die frühen Menschen lebten, jagten und sich durch Kunst ausdrückten. Die Höhle wurde erstmals 1868 von einem Jäger entdeckt. Aber ihre eigentliche Geschichte begann 1879, als Marcelino Sanz de Saltuola, ein örtlicher Adliger, sie mit seiner kleinen Tochter Maria erforschte, während ihr Vater sich darauf konzentrierte, alte Werkzeuge und Tierknochen in der Nähe des Eingangs auszugraben, schaute Maria nach oben und sah etwas Außergewöhnliches, lebhafte Bilder von Bisons, die an die Decke gemalt waren. Obwohl Sanz de Saltuola wusste, dass es sich um alte Gemälde handelte, hielten viele Experten sie damals für Fälschungen. Erst im späten 19. Jahrhundert wurde ihre Echtheit endgültig anerkannt. Altamira ist eine lange, gewundene Höhle, die sich über 296 Meter erstreckt und deren berühmteste Malereien sich in einer Seitenkammer befinden. Dieser Bereich ist etwa 18 mal 9 Meter groß und hat eine niedrige Decke, die mit farbenfrohen, lebensechten Bildern bedeckt ist. Die antiken Künstler malten Bisons, Pferde und sogar eine riesige Ricke von über 24 Zentimetern. Sie arbeiteten in roten, schwarzen und violetten Farbtönen und nutzten die natürlichen Kurven des Gesteins, um die Tiere fast dreidimensional aussehen zu lassen. Diese frühen Künstler mussten in der Hocke arbeiten und über ihren Köpfen malen, sodass sie nie das ganze Meisterwerk auf einmal sehen konnten. Eine wirklich beeindruckende Leistung. Die schwarze Farbe, die aus Holzkohle hergestellt wurde, hat den Wissenschaftlern geholfen, die Kunstwerke auf etwa 14.000 Jahre zu datieren. Neben den Malereien finden sich in der Höhle auch Gravuren von Tieren und menschenähnlichen Figuren sowie Handabdrücke und Schablonen. Altamira ist nicht nur eine Kunstgalerie, sondern auch ein Zeugnis dafür, wie diese Menschen lebten. Archäologische Ausgrabungen haben Steinwerkzeuge, Tierknochen und sogar dekorative Gegenstände wie eingravierte Schulterblätter zutage gefördert. Jahrtausende lang bot die Höhle Menschen und wilden Tieren Unterschlupf. Doch vor etwa 13.000 Jahren versiegelte ein Felssturz ihren Eingang. Durch dieses Naturereignis blieb die Höhle bis zu ihrer Entdeckung unangetastet. Heute können Besucher eine detailgetreue Nachbildung von Altamira erkunden, um das Wunder zu erleben, ohne die zerbrechlichen Kunstwerke zu beschädigen. Altamira ist mehr als nur eine Höhle. Es ist eine Zeitkapsel einer untergegangenen Zivilisation, die einen Einblick in die Kreativität und den Einfallsreichtum unserer alten Vorfahren gewährt. Ein Ort, den die Zeit vergessen hat: Kristallhöhle. Die riesige Kristallhöhle in Mexiko ist eine der unglaublichsten Entdeckungen der Natur.
Diese tief unter dem Berg Naica in Chihuahua gelegene Höhle ist nicht nur wunderschön, sondern auch ein Fenster in die uralte Vergangenheit der Erde. Sie enthält zwar keine Anzeichen von frühen Menschen oder untergegangenen Zivilisationen, aber sie offenbart die mächtigen Kräfte des Planeten und die außergewöhnlichen Umgebungen, die ihn über eine halbe Million Jahre geformt haben. Die Höhle wurde im Jahr 2000 von Bergleuten entdeckt und lag fast 305 Meter unter der Erde. Als Arbeiter Wasser abpumpten, um nach Silber und anderen Mineralien zu schürfen, stießen sie zufällig auf eine U-förmige Höhle, die mit den größten jemals gesehenen Kristallen gefüllt war. Diese massiven Balken aus Selenit, einer Gipsart, sind bis zu 11 Meter lang und wiegen bis zu 55 Tonnen. Stellen Sie sich Kristalle vor, die so groß sind, dass Sie über sie laufen können. Sie sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Wie konnten diese Kristalle so groß werden? Vor etwa 26 Millionen Jahren drückte sich Magma durch die Erdkruste nach oben und schuf den Neka-Berg. Die Hitze dieses Magmas verwandelte das unterirdische Wasser in eine mineralreiche Suppe aus Calcium und Sulfat. Hunderttausende von Jahren lang behielt dieses heiße, mineralhaltige Wasser eine konstante Temperatur, sodass die Kristalle langsam und ununterbrochen wachsen konnten. Man schätzt, dass es 500.000 bis 900.000 Jahre dauerte, bis die Kristalle ihre atemberaubende Größe erreichten. Doch dieses Naturwunder hat einen Haken. Es ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. Die Temperatur in der Höhle liegt bei 47 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit bei 100%. Diese extremen Bedingungen bedeuten, dass der Körper sich nicht selbst abkühlen kann. Und ein zu langer Aufenthalt in der Höhle kann tödlich sein. Selbst Wissenschaftler, die die Höhle untersuchten, mussten spezielle Kühlanzüge tragen und ihre Besuche auf 10 bis 30 Minuten beschränken. Interessanterweise beherbergt die Höhle nicht nur riesige Kristalle. Sie beherbergt auch Anzeichen von Leben unter extremen Bedingungen. Im Jahr 2008 fanden Wissenschaftler Mikroben, die in den Kristallen eingeschlossen waren und in winzigen Flüssigkeitstaschen lebten. Diese sogenannten Extremophilen haben sich an Bedingungen angepasst, die den meisten Lebensformen schaden würden, und geben Hinweise darauf, wie Leben auf anderen Planeten existieren könnte. Heute ist die Höhle aus Sicherheits- und Schutzgründen für Besucher geschlossen. Und das ist vielleicht auch gut so. Ihre Schönheit wird nur von ihrer tödlichen Atmosphäre übertroffen. Die riesige Kristallhöhle erinnert uns an die unglaubliche Kraft der Erde, Umgebungen zu erschaffen, zu formen und zu erhalten, die fast überirdisch erscheinen. Sie ist ein Meisterwerk der Natur, das in Millionen von Jahren entstanden ist, und ein demütigender Einblick in Kräfte, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Pestera Moor, Rumänien, Legenden und Schatten in Stein. Wenn Sie sich jemals im Landkreis Gorj in Rumänien aufhalten und ein wenig Zeit übrig haben, sollten Sie einen Besuch der Pestera Mujerilor, der Frauenhöhle, in Betracht ziehen. Diese in der Gemeinde Baia de Fier gelegene Höhle ist nicht nur ein cooler Ort zum Erkunden. Sie bietet einen bemerkenswerten Einblick in das Leben der frühen Menschen und uralten Kreaturen, die vor Zehntausenden von Jahren auf der Erde lebten. Es ist, als würde man eine Zeitkapsel betreten, die Geheimnisse verlorener Zivilisationen birgt. Die Höhle erstreckt sich über eine Länge von fast 4 Kilometern, wobei nur ein kleiner Teil für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sie brauchen Hilfe, um sie zu erkunden. Stündlich finden Führungen statt, bei denen die Besucher die Möglichkeit haben, die Höhepunkte der Höhle zu sehen und gleichzeitig etwas über ihre Geschichte zu erfahren. Die schwach beleuchteten Pfade verleihen dem Ganzen einen Hauch von Geheimnis. Aber denken Sie daran, eine gute Kamera mitzubringen. Fotografieren mit Blitzlicht ist nicht erlaubt, da starkes Licht den Kalksteinformationen schaden und sie schwarz färben kann. Beim Durchqueren der Höhle werden Sie feststellen, dass die Decken an vielen Stellen sehr niedrig sind, sodass Sie sich vielleicht etwas bücken müssen. Das macht das Abenteuer zwar interessanter, ist aber auch anstrengend, wenn Sie Knie- oder Rückenprobleme haben. Im Moment macht es Spaß, aber am nächsten Tag könnten Sie es spüren. Was diese Höhle wirklich faszinierend macht, ist ihre reiche Geschichte. Die 1952 entdeckte Pestera Mujerilor beherbergt die Überreste von Höhlenbären und sogar einen menschlichen Schädel, der etwa 34.000 Jahre alt ist. Dieser Schädel, der zu einer Frau gehört, weist eine Mischung aus Merkmalen des modernen Menschen und des Neandertalers auf, wie etwa eine hohe Stirn und robuste Gesichtszüge. Diese einzigartigen Merkmale deuten auf eine mögliche Kreuzung zwischen frühen,
modernen Menschen und Neandertalern oder auf eine Mischung alter genetischer Merkmale hin. Wissenschaftler haben die Desoxyribonukleinsäure der hier gefundenen Überreste untersucht und sind dabei auf einige überraschende Fakten gestoßen. Die Desoxyribonukleinsäure der Frau bringt sie mit frühen europäischen Jägern und Sammlern in Verbindung. Aber sie trägt auch eine seltene genetische Linie, die Haplogruppe U6, die heute eher in Nordafrika zu finden ist. Dies deutet auf uralte Wanderungen und Interaktionen zwischen den Regionen hin und vermittelt ein Bild davon, wie vernetzt die frühen Menschen selbst vor Zehntausenden von Jahren waren. Pestera mujerilor bietet zwar keine auffälligen Displays oder einfache Wege, dafür aber etwas viel Wertvolleres, einen Blick in die ferne Vergangenheit. Wenn Sie durch die Kammern wandern, erforschen Sie nicht einfach nur eine Höhle. Sie treten in die Fußstapfen der alten Menschen und sehen die Überreste einer längst vergangenen Welt. Es ist eine demütigende Erfahrung, die Ihnen ein tieferes Verständnis für die Geschichten vermittelt, die sich unter unseren Füßen verbergen. Die Derinkuyu-Höhle, die unterirdische Stadt, die sie auszulöschen versuchten. Tief unter der Region Kappadokien in der Türkei verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis. Derinkuyu, eine alte unterirdische Stadt, die ebenso geheimnisvoll wie faszinierend ist. Diese Höhle ist nicht nur ein bemerkenswertes Zeugnis der Geschichte, sie ist auch der Beweis für eine alte Zivilisation, die entgegen allen Erwartungen eine blühende Welt unter der Erde schuf. Entdeckt wurde Derinkuyu 1983 von einem Mann, der sein Haus renovierte, als er eine Kellerwand einschlug und auf einen versteckten Raum stieß. Dieser Raum führte zu einem weiteren, dann zu einem weiteren und enthüllte schließlich eine riesige unterirdische Stadt, die über 85 Meter tief ist. Man schätzt, dass diese ausgedehnte Metropole etwa 20.000 Menschen beherbergen könnte. Stellen Sie sich vor, Sie stolpern bei einem Heimwerkerprojekt in diese Stadt. Diese antike Stadt hat 18 Stockwerke, von denen jedes einen bestimmten Zweck erfüllt. Es gibt Wohnräume, Küchen mit Steinöfen, Kapellen, Weinkellereien und sogar Schulen. Ställe beherbergten das Vieh und Gemeinschaftsräume dienten dem geselligen Beisammensein. Massiv Steintore mit einem Gewicht von bis zu 453 Kilogramm konnten Teile der Stadt abriegeln, um Eindringlinge fernzuhalten, während Lüftungsschächte und Brunnen für frische Luft und sauberes Wasser sorgten. Wer auch immer Derinkuyu gebaut hat, verfügte über ein fortschrittliches Verständnis von Planung und Überleben. Historiker vermuten, dass sie ursprünglich von den Phrygern oder Hethitern um das 8. Jahrhundert errichtet und während der byzantinischen Ära erweitert wurde. In ihrer Blütezeit diente sie wahrscheinlich als Zufluchtsort für christliche Gemeinden, die vor Invasionen während der arabisch-byzantinischen Kriege flohen. Das komplizierte Design und die versteckten Fluchtwege spiegeln wider, wie viel Mühe in die Schaffung eines sicheren Zufluchtsortes investiert wurde. Das weiche Vulkangestein der Region erleichterte die Bearbeitung. Aber die Größe und Präzision der Stadt verblüfft die Archäologen nach wie vor. Einige haben sogar über verlorene Technologien oder außerirdische Hilfe spekuliert, obwohl es dafür keine soliden Beweise gibt. In der Nähe gibt es weitere unterirdische Städte wie Kaimakli, die durch kilometerlange Tunnel mit Derinkuyu verbunden sind und ein ausgedehntes Netz unterirdischer Gemeinschaften darstellen. Zusammen mit den berühmten Feenkaminen Kappadokiens verdeutlichen diese antiken Wunderwerke den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit der Menschen, die hier lebten. Derinkuyu ist ein atemberaubendes Zeugnis menschlicher Widerstandsfähigkeit und Kreativität und beweist, dass die Menschen schon vor Tausenden von Jahren Außergewöhnliches leisten konnten, selbst tief unter der Erde. Die Longyu-Höhlen in China, von wem gebaut? 1992 machten 4 Bauern im Kreis Longyu in China eine unglaubliche Entdeckung, die Historiker und Archäologen jahrzehntelang vor ein Rätsel stellen sollte. Beim Ablassen von Wasser aus 5 kleinen Teichen entdeckten sie riesige, von Menschenhand geschaffene Höhlen, die unter der Oberfläche verborgen waren. Diese Höhlen sind nicht nur faszinierend, sie zeugen auch von einer alten Zivilisation, deren Zweck und Methoden ein Geheimnis bleiben. Die Longyu-Höhlen sind ein Komplex von 24 miteinander verbundenen Höhlen, die in den Sandstein des Fenghuang-Hügels in der Provinz Zhejiang gehauen wurden. Diese gewaltigen Bauwerke sind mehr als 2000 Jahre alt. Und doch gibt es keine historischen Aufzeichnungen über ihre Entstehung.
Jede Höhle ist ein architektonisches Wunderwerk, das zwischen 18 und 34 Meter breit und bis zu 20 Meter hoch ist. Die Wände und Decken sind mit komplizierten Meißelspuren bedeckt, die von der unglaublichen Geschicklichkeit und Mühe ihrer Erbauer zeugen. Noch faszinierender ist, wie fortschrittlich das Design dieser Höhlen ist. Jede Höhle hat einen einzigen Eingang, der mit einem vertikalen Schacht mit geschnitzten Stufen verbunden ist. Diese Schächte leiten Regenwasser und Abflüsse geschickt in ein Drainagesystem am Boden der Höhlen. Die Erbauer richteten die Höhlen auch so aus, dass sie möglichst viel Sonnenlicht erhalten und die Innenräume natürlich beleuchtet werden. Sie haben die Wände sogar schräg gemeißelt, um die Belastung der Decken zu verringern und einen Einsturz zu verhindern. Die Archäologen fanden Werkzeuge, darunter Stahlmeißel und Tontöpfe, die auf die westliche Han-Dynastie zurückgehen, was darauf hindeutet, dass die Höhlen noch früher gebaut wurden. Die Gründe für ihren Bau sind jedoch nach wie vor unklar. Waren es Steinbrüche für den Abbau von Steinen, Lagerstätten, ein Militärstützpunkt oder vielleicht eine zeremonielle Stätte für die Verehrung von Göttern oder Ahnen? Jede Theorie scheint möglich, aber der Mangel an Beweisen macht es unmöglich, es mit Sicherheit zu wissen. Was das Rätsel noch vergrößert, ist die Tatsache, dass ähnliche Strukturen, wie die 200 Kilometer entfernten Huashan-Grotten, 1500 Jahre später errichtet wurden. Die schiere Größe der Longyu-Höhlen und der Aufwand, der mit ihrer Entstehung verbunden war, sind erstaunlich. Ohne moderne Werkzeuge oder historische Dokumentation lässt uns diese uralte, technische Meisterleistung über den Einfallsreichtum einer längst vergangenen Zivilisation staunen. Die Longyu-Höhlen erinnern uns daran, wie viel Geschichte noch unter der Oberfläche verborgen ist. Während Forscher weiterhin ihre Geheimnisse lüften, bleiben diese Höhlen ein Symbol für menschliche Kreativität und die Geheimnisse der Vergangenheit. Cuevas de los Tayos, eine verbotene Höhle und eine verschwundene Zivilisation. Tief im Amazonas-Regenwald, eingebettet in den Ausläufern der Anden in Ecuador, liegt die Cueva de los Tayos, eine Höhle voller Geheimnisse und Wunder. Diese unglaubliche Stätte fasziniert seit langem Entdecker und Forscher, da sie Hinweise auf frühe menschliche Aktivitäten und möglicherweise sogar auf eine untergegangene Zivilisation liefert. Die Höhle hat ihren Namen von den Ölvögeln, den Tayos, die in ihren dunklen Kammern nisten. Das einheimische Volk der Shuar kennt und nutzt die Höhle seit Jahrhunderten und steigt jedes Frühjahr mit Strickleitern und Bambusfackeln in ihre Tiefen hinab, um die Vögel und ihre Eier einzusammeln. Der Haupteingang der Höhle ist dramatisch. Ein 65 Meter tiefer Abgrund, der zu über 5 Kilometern unterirdischer Tunnel und massiven kathedralenartigen Kammern führt. In den 1970er Jahren wurde die Cueva de los Tayos weltberühmt, als Erich von Däniken in seinem Buch Das Gold der Götter behauptete, sie beherberge eine geheimnisvolle Goldbibliothek, einen Schatz aus goldenen Tafeln mit den Geheimnissen einer alten Zivilisation. Dieser Mythos inspirierte den schottischen Forscher Stan Hall, 1976 eine große wissenschaftliche Expedition zu leiten, an der auch der Astronaut Neil Armstrong teilnahm. Sie fanden zwar nicht die mythische Bibliothek, aber sie entdeckten etwas ebenso Außergewöhnliches. Die Expedition entdeckte Beweise für die Anwesenheit von Menschen in der Antike, darunter Artefakte und sogar eine menschliche Leiche aus dem Jahr 3500 vor Christus. Diese Funde deuten darauf hin, dass die Höhle schon seit Tausenden von Jahren für die Menschen von Bedeutung ist. Darüber hinaus dokumentierte das Team die unglaubliche Artenvielfalt der Höhle und des umliegenden Regenwaldes und entdeckte Dutzende neuer Fledermaus, Schmetterlings- und Käferarten. Das Volk der Shuar betrachtet die Höhle als heilig, und ihr spiritueller Wert trägt zu ihrem Geheimnis bei. Die Höhlen bergen auch große Reserven an Gold und wertvollen Mineralien, was sie zu einem Ziel für Bergbau und Abholzung macht, die dieses einzigartige Ökosystem bedrohen. Auch wenn die Goldbibliothek ein Mythos bleibt, liegen die wahren Schätze der Höhle in ihrer reichen Geschichte, ihren Verbindungen zu den alten Menschen und ihren atemberaubenden natürlichen Eigenschaften. Die Cueva de los Tayos ist ein Zeugnis für die menschliche Neugier und die anhaltende Anziehungskraft des Unbekannten. Ein Ort, an dem Geschichte, Wissenschaft und Mythos ineinandergreifen. Antike Höhlen im Inneren der verlorenen Stadt Petra. Vor mehr als 2000 Jahren entstand entlang der alten Handelsrouten zwischen Arabien, Ägypten und dem Mittelmeerraum eine pulsierende Stadt namens Petra, die zu großer Blüte gelangte.
Heute gibt uns diese unglaubliche Stätte einen Einblick in eine verlorene Zivilisation und ihre außergewöhnliche Lebensweise. Petra wurde von den Nabatäern gegründet, einer Gruppe von Nomaden, die einst die Wüsten des Nahen Ostens durchstreiften. Diese geschickten Wüstenbewohner überlebten, indem sie Kamele, Schafe und Ziegen hüteten und mit wertvollen Waren wie Weihrauch, Gewürzen und Textilien handelten. Mit der Zeit wurden sie wohlhabend und beschlossen, sich an einem Ort niederzulassen. So wurden sie von Händlern, die in Zelten lebten, zu Baumeistern, die eine der bemerkenswertesten Städte der antiken Welt errichteten. Die inmitten einer rauen Wüste gelegene Stadt Petra florierte dank des genialen Wassermanagements der Nabatäer. Sie legten ein beeindruckendes Netz von Kanälen, unterirdischen Leitungen und versteckten Zisternen an, in denen das Wasser aus Quellen und saisonalen Bächen gespeichert wurde. Dieses System ermöglichte es ihnen, fruchtbare Feldfrüchte anzubauen, üppige Gärten zu pflegen und sogar öffentliche Schwimmbäder in der trockenen Landschaft anzulegen. Ihre Wasserkenntnisse machten Petra zu einer blühenden Oase. Petras Lage machte es zu einem wichtigen Zwischenstopp für Händler auf der Weihrauchstraße, die sich von Südarabien bis nach Gaza erstreckte. Die Nabatäer boten den Kaufleuten Unterschlupf, Wasser und Sicherheit und erhoben dafür Zölle und Steuern. Dadurch wurden sie unglaublich wohlhabend und brachten exotische Waren und Ideen aus der ganzen Welt nach Petra, das dadurch nicht nur zu einem Handelszentrum, sondern auch zu einem kulturellen Schmelztiegel wurde, der von Ägypten, Griechenland und Rom beeinflusst wurde. Der Reichtum der Stadt zeigt sich in ihren atemberaubenden Bauwerken, die direkt in die rosaroten Sandsteinfelsen gehauen wurden, Massive Graber. Tempel und Monumente wie die berühmte Schatzkammer zeugen von der Liebe der Nabatäer zu Kunst und Pracht. Die Baumeister meißelten diese Meisterwerke von Hand und begannen oft oben und arbeiteten sich nach unten vor. Viele Entwürfe, wie die großen Säulen und komplizierten Statuen, spiegeln den Einfluss anderer großer Zivilisationen wider. Um Petra zu betreten, durchqueren Reisende den Sick, eine natürliche, gewundene Schlucht, die wie ein Tor zu einer anderen Welt wirkt. Dahinter liegt eine Stadt der Schönheit, der Innovation und des Handels, die im Herzen der Wüste gedeiht. Cueva de las Manos, Argentinien. Wenn uralte Hände die Zeit überbrücken. Tief in den windgepeitschten Schluchten Südargentiniens liegt ein in Stein gemeißeltes Geheimnis, eine prähistorische Galerie, die über 9 Jahrtausende hinweg flüstert. Dies ist die Cueva de las Manos, die Höhle der Hände. Und sie ist vielleicht eine der eindringlichsten und schönsten Botschaften, die unsere Vorfahren je hinterlassen haben. Versteckt im abgelegenen Rio Pinturas Canyon von Santa Cruz ist diese Höhle nicht nur eine Sammlung von Zeichnungen. Sie ist ein lebendiger Zeitstrahl, ein visuelles Vermächtnis, das von den ersten Jägern und Sammlern Patagoniens in die Felsen gemeißelt wurde. Der Name kommt von den Tausenden von menschlichen Handabdrücken, die die Wände bedecken, unheimlich zarte Umrisse, die um echte Hände gesprüht wurden. Als ob diese frühen Künstler uns über die Zeit hinweg die Hand reichen würden. Aber Hände sind nur der Anfang. Treten Sie ein, und Sie werden dynamische Szenen sehen, die zum Leben erwachen. Jäger, die sich an Guanacos, Verwandte der Lamas, heranpirschen. Geometrische Zickzackmuster, wirbelnde Sonnen und kryptische rote Punkte. Diese Kunstwerke sind über 9000 Jahre alt und wurden im Laufe der Generationen immer wieder mit neuen Schichten versehen. Wie eine sich entwickelnde Geschichte, die in Stein und Schatten erzählt wird. Was diese Bilder noch bemerkenswerter macht, ist die Technologie, die hinter ihnen steckt. Diese antiken Maler haben nicht nur gekritzelt, sie waren Chemiker. Sie nutzten die natürliche Palette der Erde und mischten Eisenoxid für Rot, Kaolin für Weiß, Manganoxid für Schwarz und stickstoffhaltige Mineralien für Gelb. Die mit natürlichen Bindemitteln gemischten Pigmente haben Wind, Wasser und Zeit überstanden. Und ihre Lebendigkeit ist auch nach Jahrtausenden noch erstaunlich. Das Ergebnis ist eine Höhle, die nicht nur ein Ort der Kunst ist, sondern auch ein Fenster zum Überleben. Jedes Bild deutet auf die Rhythmen des alten Lebens hin, die Spannung der Jagd, die Ehrfurcht vor den Tieren, die Weitergabe der Tradition, die Anordnung der Abdrücke, die zurückgelassenen Werkzeuge, die Art und Weise, wie die Generationen übereinander gemalt haben. All das gibt Aufschluss über die soziale Struktur, die Gemeinschaft und die Art und Weise, wie die Menschen einst ihren Platz in der Natur verstanden. Und es wird noch geheimnisvoller. Warum so viele Hände? Warum diese Formen? War es etwas Spirituelles?
Ein Zeremoniell? Ein Übergangsritual? Oder eine Botschaft? Für uns? Cueva de las Manos ist eine Zeitkapsel, die sich weigert, vergessen zu werden. Und während wir immer tiefer in die Höhlen der Welt vordringen, um nach Hinweisen auf Zivilisationen zu suchen, die in der Zeit untergegangen sind, erinnert uns diese Höhle daran, dass die ältesten Botschaften der Menschheit nicht immer in Büchern stehen. Manchmal sind sie mit blutrotem Staub auf Steinmauern gemalt und warten in der Stille darauf, dass jemand zuhört. Wenn diese Reise eure Neugierde geweckt hat, dann unterstützt den Kanal mit einem Like und abonniert ihn, damit ihr das nächste uralte Geheimnis, das wir aufdecken, nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.